Hi, ich bin Nico und das ist meine Tochter Janne. Wir beide leben auf Mallorca und bestreiten unseren Lebensweg seit einiger Zeit alleine. Um euch auf diesem Weg mitzunehmen und auf eure Fragen eine Antwort zu haben, heißen wir euch herzlich willkommen bei Mama-Yorca, unsere Reise zu zweit. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch ganz gerne meine Erfahrung mit euch teilen möchte, wie wir damals Janne erklärt haben, dass ihre Mama Krebs hat. Na, das war nämlich für uns wenn ich jetzt sage neues Terrain, ist das scheiße, weil es sollte kein neues Terrain sein, sollte überhaupt nicht passieren dürfen, dass man in dieser Lage steckt, um sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Aber natürlich mussten wir überlegen, wie gehen wir jetzt mit Janne um? Was können wir ihr erzählen, was können wir ihr nicht erzählen? Ja, uns hat viele Gedanken gemacht und ich glaube, letztendlich haben wir haben den richtigen Entschluss gefasst. Wir waren am UKE, da gab es halt eine Abteilung von Psychologen, die speziell, ich sage jetzt mal, darauf geschult waren oder ausgerichtet waren, Familien zu unterstützen mit Kindern, wo eines der Elternteile Krebs hat. Das war eine große Hilfe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil wir natürlich überlegt haben, du bist ja als Elternteil, bist ja eigentlich so, dass du immer so den Fokus darauf hast, du möchtest gerne ein Kind beschützen. Na? Du möchtest, dass es deinen Kindern oder deinem Kind an nichts fehlt und du überlegst natürlich ganz genau was kannst du diesem Kind zumuten und was nicht, was ist richtig und was ist falsch und aber immer so an oberste Priorität hat eigentlich immer so, das Kind zu beschützen. Was wir gelernt haben, war im Grunde von diesem Beschützerinstinkt, also als wir da in dieser Therapiestunde am UKE waren, von diesem Beschützerinstinkt so ein bisschen abzuweichen. Das war eigentlich ganz interessant, weil letztendlich wusste das Kind natürlich, dass da irgendwas ist. Alle 2 Wochen kam ihre Mama mit so einer Apparatur hier und sie war natürlich neugierig und wollte wissen, wofür das ist. Ja, dann hatten wir halt mit dieser Frau gesprochen und haben natürlich gesagt, wie offen und ehrlich, das Kind stellt Fragen, möchte natürlich wissen, was das ist, wie offen und ehrlich können wir mit ihr kommunizieren. Da bin ich der Frau auch noch sehr dankbar, also der Psychologin, weil sie das wirklich gut gemacht hat und es auch so logisch erscheint. Sie hat natürlich gesagt, dass viele Eltern natürlich versuchen möchten, ihre Kinder von diesem ganzen Schrecklichen, was da passiert, so ein bisschen zu distanzieren, fernzuhalten. Aber sie hat gesagt, letztendlich ist es genau das Falsche. Kinder sind neugierig, Kinder müssen verstehen. Also die können sich nicht einfach mit was abfinden, so von wegen, das ist jetzt nicht so wichtig oder sonst was, sondern die wollen natürlich wissen, was ist los. Warum geht es Mama so? Warum hat sie ab und zu mal, warum geht es ihr nicht gut? Ist das meine Schuld? Warum ist diese Veränderung auf einmal da? Und sie hat gesagt, was halt enorm wichtig ist, ist, dass die Kinder lernen zu verstehen. Und verstehen können Kinder natürlich nur, so wie wir natürlich auch, wenn wir wissen, was Sache ist. Also wenn wir wissen, was da passiert. Sie hat uns ganz klar den Ratschlag gegeben, nehmt das Kind mit auf die Reise. Da gibt es natürlich so Möglichkeiten, so ein bisschen altersgerecht die Sachen auch unterschiedlich zu verpacken. Wir haben das natürlich versucht, so ein bisschen plakativer darzustellen, beziehungsweise primär meine Frau. Und das hat sie auch wirklich mega gemacht, dass sie halt versucht hat, Janne so ein bisschen klar zu machen, was halt in ihrem Körper gerade los ist. Und zwar, das ist da im Grunde, sie hat es Bausteine genannt. Es gibt einmal die roten Bausteine, das sind die Krebsbausteine, und dann gibt es die weißen, ich weiß nicht mehr, ob es weiß oder gelb war, das sind die Körperzellen. Und diese roten Bausteine versuchen die weißen Bausteine oder die gelben zu bekämpfen. Dass halt gerade so dieser Kampf in ihrem Körper stattfindet und dass sie deshalb auch ab und zu so ein bisschen schwach ist und dass es ihr nicht gut geht. Und zur Unterstützung gegen diese roten Bausteine kommt halt diese Medizin, die sie ab und zu alle 2 Wochen bekommt. Und die soll im Grunde den anderen Bausteinen helfen, die roten zu bekämpfen. Ja,
das war irgendwie, das hat sie mega gemacht. Na, also, und das ist hier, das klingt natürlich auch so logisch, ne? Wenn man dann denkt, irgendwie, ja, ne? Das Kind mitnehmen. Ja, nicht irgendwie ihr irgendwas vorgaukeln oder irgendwie versuchen, Sachen schön zu reden. Das hilft nichts. Das macht später halt enorm komplizierter. Ne? Wenn auf einmal der Fall eintritt, dass, dass irgendwas, ja, nee, dass da der Tod eintritt oder sonst irgendwas. Ich hatte mal eine Bekannte gehabt irgendwie, die hatte mir erzählt, die war in einer ähnlichen Konstellation wie ich. Ja, und die hatte mir erzählt, dass also das Kind war, glaube ich, genauso alt wie Janne. Ne? Und da ist der Vater zum Beispiel über Nacht verstorben. Ne? Und das ist natürlich für ein Kind überhaupt nicht begreifbar, was da los ist. Ne? Und dann malt es sich da Szenarien aus, ja, warum der Papa jetzt tot ist oder warum er nicht wiederkommt und sowas. Und dem Ganzen wollten wir natürlich irgendwie vorbeugen. Wir wollten Janne ganz klar signalisieren, das ist nichts, was mit dir irgendwie zu tun hat. Du bist ein tolles Mädchen, das ist einfach irgendwie eine gottverdammte Scheißkrankheit. Und die gilt es jetzt irgendwie zu bekämpfen. Als es dann irgendwann klar war, irgendwie, dass der Kampf nicht gewonnen werden kann, haben wir natürlich schon irgendwie angefangen, ihr so ein bisschen die Situation auch klar zu machen, dass der Tod irgendwann eintritt. Na, aber immer ganz klar der Fokus drauf, irgendwie, dass sie halt weiß, irgendwie, das hat nichts mit ihr zu tun, sondern das ist wirklich diese Krankheit. Und nachdem sie dann verstorben war, für mich eine irrsinnig große Hilfe, dass sie vom Kopf her und von den Gedanken schon so weit war. Ja, sie hat ja alles komplett irgendwie miterlebt. Ich habe das ja selber, wie gesagt, das hatte ich auch im letzten Video gesagt, dass ich miterlebt habe, wie meine Mutter damals an Krebs verstorben ist. Und das ist halt, na, das kann halt ein ganz hässliches Bild zum Schluss sein. Und das war natürlich auch etwas, was wir dann letztendlich die Therapeutin gefragt haben. Ja, nachdem wir dann wussten, dass sie den Kampf nicht mehr gewinnen kann, war natürlich die Frage, was können wir der Kleinen zumuten? Ich weiß noch, dieses Gesicht von meiner Mutter, das sah halt echt nicht mehr schön aus. Mag ich gar nicht mehr dran denken. Und klar, überlegst du dann irgendwie, gibt es dann irgendein, wir wussten ja nicht, wie das letztendlich alles enden wird. Wir wussten halt nur, okay, es war halt klar, dass es enden wird. Und dann machst du dir natürlich, oder überlegst du natürlich irgendwie, was mutest du dem Kind zu? Ne, sagst du irgendwann zu dem Zeitpunkt so, Janni, jetzt kommst du nicht mehr mit oder jetzt ziehen wir dich quasi so ein bisschen da raus. Und da hat die Therapeutin ganz klar gesagt, nee, nehmen Sie, was hat sie denn, ich versuche den genauen Wortlaut zu suchen. Sie hat gesagt, überlassen Sie das dem Kind. Fragen Sie das Kind, ob das Kind gerne mitkommen möchte oder ob sie es gerne sehen möchte oder nicht. Das soll das Kind entscheiden. Treffen Sie diese Entscheidung nicht für das Kind. Weil das Schlimmste, was tatsächlich irgendwie passieren kann, dass das Kind sich nicht verabschieden kann. Ja, sondern so ein Abschied nochmal irgendwie Arm zu nehmen oder die Hand zu küssen oder einen Kuss auf die Stirn oder sowas und zu sagen, Mama, ich habe dich ganz so lieb und ich wünsche dir alles Gute für deine Reise. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Weil das hilft natürlich auch so, ne, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Insofern also mein Ratschlag, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet, was ich nicht hoffe, trefft diese Entscheidung nicht irgendwie, sondern lasst das Kind entscheiden. Janne hat tatsächlich alles miterlebt. Na, und was zum Schluss aber auch wirklich gut war, weil nachdem sie verstorben war, hatte sie eine genaue Zuordnung. Ja, sie wusste dann ganz genau, dass die Männer die sag jetzt mal die Leiche abgeholt haben, dass das nur der Körper ist und Mama irgendwie im Himmel. Das war für mich dann auch später irgendwie, als es dann darum ging, sie zu beerdigen. Da habe ich auch gesagt, Janne, du hast doch damals gesehen, dass der Körper von Mama abgeholt wurde. Mama ist ja oben im Himmel, ne, und ihr Geist, aber der Körper ist hier. Und dieser Körper, der wird jetzt quasi in einen Sarg gelegt und dann wird sie quasi beerdigt. Dann bekommt sie ein tolles Grab, ja, wo wir dann quasi immer hingehen können, ne, und immer wissen irgendwie, dass wir an sie denken oder
Ja. Rückblickend kann ich nur sagen, es war auf jeden Fall richtig, sich in dem Fall professionelle Unterstützung zu holen. Ja, ich glaube, hätten wir das nicht gemacht oder sowas, wären wir wahrscheinlich auch ganz anders an das Thema irgendwie rangegangen und hätten wahrscheinlich vieles eher verschwiegen oder zumindest nicht so offen kommuniziert, wie wir es letztendlich getan haben. Und ich finde, so wie sich Janne irgendwie jetzt auch in letzter Zeit entwickelt hat oder wie offen sie auch quasi in ihrer Kommunikation mit dem Thema ist, war es auf jeden Fall richtig, ihr quasi einen Impuls zu geben, darüber offen und ehrlich zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr denn für Erfahrungen in dem Sinne gemacht? Schreibt mir das gerne irgendwie in die Kommentare. Vielleicht kann ja darüber auch ein Austausch irgendwie stattfinden, was ich eigentlich super fände. Dein Abo würde auf jeden Fall mir bzw. uns weiterhelfen, dieses Projekt weiter fortzuführen. Ja, ich denke, das, was ich ja letztendlich hier bezwecken möchte, ist ja so ein bisschen in so einen regen Austausch miteinander zu gehen. Ne? Wie ist das so ein bisschen als alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter oder so. Ne? Also letztendlich ist ja da nicht irgendwo ein großartiger Unterschied. Das ist zumindest mein Empfinden. Ne? Weil letztendlich ist man irgendwo auf sich alleine gestellt. Da finde ich so einen regen, intensiven Austausch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also auch mal so eine andere Sicht kennenzulernen. Ich meine, vielleicht macht man irgendwie Fehler oder sonst irgendwas und weiß es nicht und andere haben da schon ihre Erfahrungen drin gesammelt und können einem dann irgendwie einen Ratschlag geben. Insofern, schön, dass ihr dabei wart und ganz liebe Grüße, macht's gut. Ciao.